Herzlich willkommen! In diesem Video behandeln wir das Thema Anschluss und Verdrahtung des ED1 Antriebsreglers mit Bremswiderstand. Warum wird ein Bremswiderstand benötigt? Ein Bremswiderstand ist ein elektrisches Bauteil, das in verschiedenen Anwendungen, insbesondere in der Antriebstechnik, verwendet wird, um die kinematische Energie eines Motors in Wärme umzuwandeln. Wenn ein Elektromotor abgebremst wird, kann die erzeugte Energie nicht immer sofort in den Zwischenkreis des Antriebsreglers zurückgeführt werden. Der Bremswiderstand nimmt diese überschüssige Energie auf und wandelt diese in Wärme um, wodurch eine Überlastung der Zwischenkreisspannung verhindert wird. Ein Beispiel hierfür wäre eine Applikation mit schweren vertikalen Lasten oder ein Zyklus mit schnellen Bewegungen und einer kurzen Bremsrampe. Welcher Bremswiderstand wird benötigt? Setzen Sie den gewünschten Zyklus an Highwind, damit der technische Vertriebsinnendienst den passenden Bremswiderstand berechnen kann. Es ist zu beachten, dass die Drives Mindestbremswiderstände haben müssen. Alle Informationen dazu finden Sie in unserem Manual unter 5.3.1.5. Die von Highwind verfügbaren Bremswiderständen finden Sie unter dem Kapitel 16.2.5. Wo wird der Bremswiderstand angeschlossen? Ab der Leistung 1 kW besitzt der Antriebsregler einen intern verbauten Bremswiderstand. Hierzu muss im ausgeschalteten Zustand eine Brücke zwischen B1 und B2 gesteckt werden. Die Größen der intern verbauten Bremswiderstände finden Sie unter dem Kapitel 5.3.1.5. Möchten Sie einen externen Bremswiderstand anschließen, so muss dieser zwischen B1 und B3 gesteckt werden. Wichtig ist, dass der Bremswiderstand nach dem Verdrahten noch in der Inbetriebnahmesoftware Thunder eingestellt werden muss. Wie wird der Bremswiderstand in Thunder aktiviert? Wechseln Sie hierzu auf die Parameteransicht unter den Reiter 6. Hier müssen Sie die Daten der Kapazität sowie der Widerstand in den Parameter 600 und 603 eintragen. Wichtig ist, dass die Einheit 10 Watt und 10 Milliohm beachtet wird. Sobald der Wert eingetragen ist, ist der Bremswiderstand aktiviert. Um es genauer zu erklären, zeige ich Ihnen nun eine Beispielrechnung. Ausschlaggebend für die Berechnung der korrekten Daten für Thunder ist die Art der Kühlung des Bremswiderstandes bzw. die daraus resultierende Temperaturentwicklung. Hat der Bremswiderstand eine natürliche Kühlung, luftgekühlt, so rechnen Sie mit 20% der Kapazität. Wenn der Widerstand eine Lüfterkühlung besitzt, so rechnen Sie mit 50% der Kapazität. Rechenbeispiel: Wir verwenden einen luftgekühlten Bremswiderstand mit einer Kapazität von 1000 Watt und einem Widerstand von 40 Ohm. Unser Kapazitätsergebnis für den Parameter PT600 wäre der Wert 20. Für den Widerstand in Parameter PT603 tragen wir das Ergebnis 4000 ein. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal.